Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen in Kroatien unterwegs, genauer in Istrien. Und hier sind wir im Dörfchen Krosnjan. Krosnjan ist ein altes Bergdorf, was von Künstlern wiederbelebt wurde. Und von hier aus gibt es eine schöne kleine Tour, eine Rundtour von 12 Kilometern. Und die wollen wir heute mal gehen und hoffen mal, dass es viele schöne Aussichten gibt. Ja, rausgesucht haben wir sie aus dem Kompass Wanderführer für Istrien. Den haben wir uns hier mal rausgeguckt. Die Tour soll nicht allzu schwer sein, steht drin. Wir sind gespannt und neben der Tour zeigen wir euch natürlich auch noch ein bisschen was vom Dörfchen hier. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg und das Dorf hier so sind. Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es am Ortsrand von Krosnjan. Auch wenn uns das Bergdorf mit seinen verwinkelten Gässchen sehr verlockt hat, beschlossen wir doch zuerst loszulaufen und uns am Ende der Tour mit der Erkundung des Dorfes zu belohnen. Alles Parkplätze hier. Die sind im Sommer voll. Unweit des Dorfes stießen wir auch schon auf das erste Highlight der Tour, einen alten Eisenbahntunnel. Dieser gehört zur ehemaligen Schmalspurbahn La Parenzana. Sie verband von 1902 bis 1935 die Städte Triest und Poreč auf einer 123 Kilometer langen Strecke. Direkt nach dem Tunnel hatten wir einen ersten schönen Blick auf das Dorf Krosnjan. Aber man sollte den Blick nicht nur in die Ferne schweifen lassen. Auch am Wegesrand gab es das ein oder andere zu entdecken. Der Weg führte entlang der ehemaligen Bahnlinie. Läuferisch sehr einfach, landschaftlich dafür allererste Sahne. So konnten wir beim Wandern immer wieder den Blick schweifen lassen und dabei das ein oder andere kleine Highlight entdecken. Nicht allzu lange nach dem Start erreichten wir eine Pausenbank nebst Aussichtstürmchen und Bahnschaffner. Auch wenn die Plattform nicht allzu hoch war, die Aussicht war super. Natürlich hat sich Tobi gleich als Schaffner versucht. Da Bank und Tisch so schön am Wegesrand standen und wir nun schon einmal hier waren, nutzten wir sie sogleich für ein kleines Päuschen. Was es mit diesem Schild auf sich hat? Gute Frage. Weiter ging es mit schöner Aussicht und allerlei Überbleibseln der Parenzana. Kilometersteine, Brücken und noch ein weiterer Tunnel erwarteten uns. Ein Bahnliebhaber und Kenner kann sicher entlang der Strecke noch mehr Überreste entdecken. An dieser Stelle verließen wir die alte Bahnlinie und es ging auf die einzige ernsthaftere Steigung dieser Wanderung.
Dort hinten kann man Grosnian erkennen. Da haben wir doch schon ein ganzes Stück Weg zurückgelegt. Von nun an ging es in sanftem Auf und Ab auf der Höhe entlang. Den gewonnenen Höhenmetern sei Dank, nun mit zeitweise noch besserer Aussicht. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass der ein oder andere Olivenhain am Wegesrand liegt. Wie wir auch schon in unseren Griechenland-Videos festgestellt haben, sind diese Haine immer wieder schön anzusehen. So auch hier. Auf dem Rückweg nach Grosnian kamen wir an einigen kleineren Siedlungen vorbei, wo es das ein oder andere zu entdecken gab. Zum Beispiel diese augenscheinlich mit viel Liebe restaurierte Kirche. Später entdeckten wir dann ein kleines kapellenartiges Gebäude am Wegesrand, welches, wie uns schien, als grundsolide Nobelhundehütte erbaut wurde. Wieder in Grosnian angekommen, lohnte sich ein Blick durch die Eingangspforte auf das Friedhofsgelände von Grosnian. In Grosnian selbst wurden wir von einigen Dorfkatzen begrüßt, die auch gleich mit einer Dorfführung begannen. Urkundlich erstmals erwähnt wurde das Dorf im Jahre 1102. Seine Blütezeit erlebte der Ort als Teil der Venezianischen Republik zwischen der Mitte des 14. und der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Niedergang des Ortes gipfelte schließlich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als dieser fast bevölkerungslos war. Erst ab 1965 siedelten sich dort 30 Künstler an. Die Häuser wurden ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug mussten sie sich allerdings verpflichten, den Ort zu erhalten bzw. zu renovieren. Ein Konzept, das aufgegangen ist, wie ihr seht. Auch heute noch wird der Ort vornehmlich von Künstlern bewohnt und es wird rege geschaffen, verändert, gestaltet und gewerkelt.
Unsere heutige Tour befindet sich in Kroatien, genauer im Nordwesten Istriens. Von Grosnjan aus verläuft die Wanderung entlang der alten Eisenbahnlinie La Parenzana. Nach etwa der Hälfte der Strecke verlässt man diese aber und wandert oberhalb durch Dörfer und Olivenhaine zurück nach Grosnjan. Ja, da haben wir es geschafft. Der Weg ist gewandert und das Dorf erkundet. Es war eine richtig tolle Strecke, also abgesehen davon, dass es so leicht war, wo ich ja auch erst dachte: na ja, ich habe es ja gerne anspruchsvoll.“ Aber es war echt toll. Wir hatten schöne Aussichten. Wir sind eine ganze Zeit lang einer alten Schmalspurbahn Die gefolgt. La Parenzana, genau, aus Ja. dem 1902 aus 1902, und ja, die von hat von Triest nach Poreč, genau so. 120 Kilometer lang war die gewesen. so weit sind wir nicht gelaufen. Da findet man auch noch das ein oder andere Relikt, ne, so die Kilometersteine, ein Mäuerchen mal hier. Also für Tunnel. Die Tunnel, genau. Also für Eisenbahnenthusiasten ist das bestimmt ganz spannend, das Stück. Auch für Äh, Nicht-Enthusiasten war es toll. Schön Also, zu laufen. ja. Aussichten waren top, also muss man schon sagen. Ja. Es hat Spaß gemacht. Und hier das Dorf am Anfang beziehungsweise am Ende natürlich. Das ist auch super. Hier mit den ganzen kleinen Gassen, da ist die Anja natürlich immer voll dabei. Ihr habt hier überall diese kleinen Künstlerwerkstätten. Kleine Ähm, Läden, genau. Und ja. Kaffee gibt es hier und da. Genau, was man sagen muss, ist es natürlich sehr touristisch. Muss man im Hinterkopf behalten. Wir sind jetzt zum Glück noch so ziemlich vor der Saison hier. Das heißt, auch Parken ist im Moment noch just, dass wir hier sind für umsonst. Wir haben jetzt gehört, in ein paar Tagen kostet es dann wieder Geld. Also von daher Es hat seine Vorzüge, vor der Saison hier zu sein. hat es seine Vorzüge, hier genau außerhalb der Saison unterwegs zu sein. Und es ist eine tolle Verbindung, dieses Dorf zusammen mit der Wanderung, die Aussichten und dann, wie gesagt, die Gästchen, was du ja schon Also gesagt für hast. ganz Ist einfach unterschiedliche toll. Geschmäcker ist da was Ja. dabei. Also macht schon Spaß. Auch wenn der Weg, wie gesagt, meist breit war. Hat Ihr überhaupt werdet, nicht ihr gestört. werdet dafür, ob der schönen Landschaft, der Aussichten und dem Dorf hier doch Ja. entschädigt. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder. Ne? Dann hoffen wir, euch hat Videotour und Dorf gefallen. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Tour wieder.